Das ist ein Moment nur für die Eltern. So klang es, höflich, aber bestimmt. Und in dieser kurzen, scharfen Aussage zerfiel etwas in mir. Ich stand am Rande der Aula, das Herz klopfte in einem Takt, der sich nach Erinnerung anfühlte. Vor mir, die Bühne, geschmückt mit bunten Girlanden, Kinderlachen, Stolz. Und zwischen all dem, mein Enkel, mein ganzer Stolz. Ich hatte mir den Tag rot im Kalender markiert, den Umschlag sorgfältig beschriftet. Ich war früher aufgestanden als sonst, hatte mich rasiert, das gute Hemd gebügelt. Ja, ich wollte nichts dem Zufall überlassen. Aber jetzt stand ich da, mit nichts als einem leeren Blick und einem vollen Herzen. Nur für die Eltern. Ich war kein Vater mehr, nur ein alter Mann mit Fotos in der Brieftasche und Erinnerungen, die keiner hören wollte. Also drehte ich mich um, ließ den Umschlag auf dem Lehrerpult liegen und ging. Doch das, was ich zurückließ, war mehr als Papier. Mein Name ist der Jakob, 78 Jahre alt, Witwer, früher Maurer, später Großvater. Heute bin ich einfach nur noch da. Ich war nie jemand, der viel redete. Ich ließ meine Hände sprechen. Sie bauten Häuser, reparierten Zäune, hielten Kinderhände beim ersten Stolpern. Sie hielten auch die meiner Tochter, als sie selbst Mutter wurde. Und sie streichelten sanft die Stirn meines Enkels, als er als Frühchen auf der Intensivstation lag. Ich erinnere mich, wie ich ihn das erste Mal sah. So klein, so zerbrechlich. Und doch war da dieses Gefühl, dass er einmal Großes erreichen würde. Ich war für ihn da, bei den ersten Schritten, den ersten Fiebernächten, bei jedem Spielplatzbesuch. Nach dem Tod meiner Frau wurde er mein Licht. Mein Grund, morgens aufzustehen. Ich kochte sein Lieblingsessen, erzählte ihm alte Geschichten, baute ihm eine Schaukel im Garten, obwohl mein Rücken schon schmerzte. Und nun war er groß. Schulabschluss. Ein großer Moment. Und ich stand draußen. Ich bin kein Vater mehr, kein Ehemann. Ich bin der Großvater, der erinnerte, was alle zu vergessen schienen. Der Tag war warm, fast zu warm für meinen alten Körper. Ich hatte mein bestes Hemd gebügelt, die Manschetten zurechtgezupft, als würde ich damit irgendetwas beweisen müssen. Der Spiegel zeigte mir einen Mann mit müden Augen, aber auch mit einem stillen Stolz. Die Schule war festlich geschmückt. Ballons in den Farben der Stadt, Girlanden aus Papier und ein großes Plakat. Herzlichen Glückwunsch, Abschlussklasse. Eltern liefen geschäftig herum, Blumensträuße in der Hand, Handys im Anschlag. Lachen, Blitzlichter, Umarmungen. Ich trat etwas zurück, wollte niemandem im Weg stehen. Ich hatte einen Umschlag in der Tasche, darin eine Karte, handgeschrieben. Meine zittrige Schrift, ein paar Sätze voller Stolz und ein kleiner Scheck. Nicht viel, aber genug für einen Neuanfang. Ich hatte monatelang darauf gespart, jede Münze beiseite gelegt. Als ich zur Aula gehen wollte, kam die Lehrerin mir entgegen. Sie lächelte freundlich, aber etwas gehemmt. »Herr Meier, das heutige Programm ist nur für Eltern. Die Plätze sind begrenzt.« Ich sah über ihre Schulter hinweg. Da war mein Enkel. Und doch wandte er den Blick ab. Mein Herz zog sich zusammen. Nicht vor Wut, auch nicht aus Enttäuschung, sondern wegen dieser plötzlichen Kälte, die zwischen uns lag. Wie ein Schatten, der sich nicht vertreiben ließ. Ich drehte mich um, langsam, und ging. Ich weiß nicht, wie lange ich da saß. Auf der kleinen Bank neben dem Parkplatz, zwischen halb aufgegessenen Brezeln, heruntergefallenen Luftballons und dem Geräusch vorbeifahrender Autos. Ich hatte mich gefreut, wirklich gefreut. Nicht nur auf die Veranstaltung, sondern auf den Moment, ihn zu sehen, meinen Enkel, mein Blut, mein Herz. Aber vielleicht hatte ich etwas falsch gemacht. Vielleicht hatte ich mich zu sehr eingemischt, als er noch kleiner war. Zu oft an seine Mutter appelliert, ihm mehr Struktur zu geben, zu oft gesagt, was ich gedacht habe, und zu selten das, was ich gefühlt habe. Ich war kein einfacher Großvater. Ich hatte meine Ecken und Kanten, ja, aber mein Herz, das war immer da, weit offen für ihn. Ich erinnerte mich an seine ersten Schritte, an das leise Opa, das er mir einst ins Ohr flüsterte, als er Fieber hatte, an das selbstgemalte Bild, das ich heute noch auf meinem Kühlschrank hängen habe. Und nun war ich ein Schatten, der stört, ein Überbleibsel. Ich hörte das Klatschen aus der Aula, den Applaus, die Jubelrufe. Und dann sein Name. Mein Herz machte einen Satz.
Ich stand auf, ging ein paar Schritte in Richtung Tür. Vielleicht, nur vielleicht, würde er mich doch suchen, mit den Augen, mit einem Lächeln. Doch niemand kam. Die Tür blieb zu. Ich zog den Umschlag aus meiner Jackentasche, starrte auf den Namen, den ich so oft mit Hoffnung geschrieben hatte, und spürte etwas zerbrechen in mir. Ich ging zurück, schlich leise durch den Flur, vorbei an den Schließfächern, den Fotos an den Wänden, den Stimmen der Gegenwart. Im Lehrerzimmer war die Tür offen. Ein Pult, ein Stapel Zeugnisse, ein paar Blumensträuße. Ich legte den Umschlag darauf, ganz still, als wäre es ein Teil von mir, den ich dort zurückließ. Und dann verließ ich das Schulgebäude. Nicht wütend, nicht verletzt, nur leer. Als ich zu Hause ankam, ließ ich die Tür offen stehen. Es war, als müsste ich dem Schmerz die Möglichkeit geben, hinauszufließen. Aber er blieb, setzte sich neben mich, wie ein alter Bekannter. Ich setzte mich auf meinen Stuhl am Fenster, der, auf dem ich früher mit ihm gesessen hatte, wo wir zusammen Kakao getrunken und Papierflugzeuge gebastelt hatten, wo er mir gesagt hatte, dass er mich liebte. Jetzt war nur noch Stille. Kein Kinderlachen, kein Opa, schau mal. Nur mein eigener Atem und das Ticken der Wanduhr. Ich hatte das Gefühl, als hätte jemand mein Herz aus der Brust genommen, nicht mit Gewalt, sondern langsam, mit der Kälte des Vergessens. Ich griff nach dem Rahmen auf der Kommode. Ein altes Foto, ich mit ihm auf dem Schoß, sein Blick voller Vertrauen, meiner voller Stolz. Und ich fragte mich, wann war das verloren gegangen? War ich zu viel gewesen oder zu wenig? Ich ging in die Küche, machte mir einen Tee, ließ ihn unberührt auf dem Tisch stehen. Der Tag verging, ohne dass ich es bemerkte. Die Sonne verschwand, so wie ich an diesem Tag für ihn verschwunden war. Ich war nicht wütend, nicht einmal traurig im klassischen Sinn. Es war eher ein leises Loslassen, ein Einsehen, dass Liebe allein nicht reicht, wenn das Herz des anderen nicht mehr zuhört. Am nächsten Morgen war der Himmel grau, nicht nur draußen, sondern auch in mir. Aber irgendetwas in mir wollte nicht, dass es so endet. Nicht auf diese Weise, nicht still. Ich stand auf, duschte, zog mein bestes Hemd an, das ich sonst nur zu Festen trug. Ich kämmte mein Haar, rasierte mich und trat vor den Spiegel. Ein alter Mann sah mich an, aber in seinen Augen war etwas wach, etwas, das sich nicht einfach vertreiben ließ. Ich holte den zweiten Umschlag aus der Schublade, den ich vor Monaten geschrieben, aber nie abgeschickt hatte. Darin stand nicht viel. Nur, egal wie oft ich übersehen werde, ich werde dich immer sehen. Ich legte ihn in ein neues Kuvert mit seiner Adresse und ging zum Briefkasten. Als ich den Brief hineinwarf, fühlte ich, wie mein Herz ein klein wenig leichter wurde. Zu Hause angekommen nahm ich all die kleinen Dinge, die ich mit ihm gebastelt hatte, die Zeichnungen, die Briefe, das zerknitterte Papierflugzeug und stellte sie auf ein Regal im Wohnzimmer. Nicht als Mahnung, sondern als Erinnerung, dass Liebe nicht an Bedingungen geknüpft ist, dass Großväter nicht aufgeben, nur weil sie aus der Reihe geschoben werden. Ich atmete tief durch. Zum ersten Mal seit langem fühlte ich mich wieder ganz bei mir. Verwundet, ja, aber nicht zerbrochen, denn selbst wenn die Welt mich übersieht, meine Liebe bleibt sichtbar. 2 Tage später klingelte es an meiner Tür. Ich war gerade dabei, Tee aufzusetzen, als ich das Geräusch hörte. Zögernd ging ich zur Tür, öffnete sie, und dort stand er, mein Enkel. In den Händen hielt er den Brief. Sein Blick war unsicher, gerötet. Er sagte nichts. Er trat nur ein, ging zum Regal, betrachtete das kleine Papierflugzeug. »Ich hab's wiedererkannt«, murmelte er. »Ich dachte, du hättest das alles vergessen.« Ich schüttelte nur den Kopf. »Vergessen?«, flüsterte ich. »Ich erinnere mich an jeden Moment, den wir hatten.« Er setzte sich aufs Sofa, wie früher. Der Junge, den ich großgezogen hatte, saß da, nicht mehr klein, nicht mehr unbedarft, aber voller Fragen. »Warum bist du damals einfach gegangen?«, fragte er. Ich atmete tief durch. »Weil du dachtest, ich sei nur ein Schatten aus der Vergangenheit. Aber ich wollte kein Schatten sein. Ich wollte Licht, auch wenn nur leise.« Er senkte den Blick. Dann, ganz still, nahm er meine Hand. »Es tut mir leid«, sagte er. »Ich wusste nicht, wie viel du noch zu geben hast.« Manchmal braucht es keine großen Reden, nur ein stilles Nicken, eine Hand, die bleibt, ein Blick, der endlich wieder sieht. An diesem Nachmittag sprachen wir über vieles.
über alte Zeiten, über verpasste Gelegenheiten, über die kleinen Dinge, die uns verbunden hatten und die großen, die uns trennten. Er nahm den Umschlag, den ich auf dem Lehrerpult hinterlassen hatte, und legte ihn auf meinen Kaminsims. »Damit du weißt, dass er angekommen ist«, sagte er. Ich wusste, die Vergangenheit ließ sich nicht zurückholen, aber vielleicht, nur vielleicht, ließ sich ein neuer Anfang daraus bauen. Einer mit weniger Erwartungen, aber mehr Verständnis, mit weniger Stolz, aber mehr Herz. An jenem Abend stand ich am Fenster und sah ihm nach, wie er die Straße hinunterging. Langsam, mit Schultern, die schwer wirkten, aber auch mit Schritten, die nach Rückkehr rochen. Vielleicht werden wir nie alles klären, aber manchmal genügt es, dass jemand wieder anklopft und dass wir bereit sind, die Tür zu öffnen. Denn selbst wenn wir nicht immer eingeladen sind, manchmal gehört man einfach dazu. Nicht, weil jemand es erlaubt, sondern weil man nie aufgehört hat zu lieben. Und du? Würdest du jemanden aus einem besonderen Moment ausschließen, nur weil er nicht die richtige Rolle spielt? Schreib mir deine Gedanken in die Kommentare. Deine Meinung bedeutet mehr, als du denkst. Danke fürs Zuschauen.